Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Präparationsfolge und heute haben wir hier ein Odontolabis Sommer-i Männchen vor uns. Das ist eine Art, die auf Sumatra und Borneo vorkommt, ja, und leider sehr schwer zu züchten ist. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal ein Pärchen bekommen und leider keinen Erfolg gehabt, nicht mal bei der Eiablage. Auch die Japaner beißen sich an denen die Zähne aus. Ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal versuchen, da die Odontolabis femoralis ja auch ganz gut funktioniert haben. Das ist das Männchen, was wir heute präparieren werden. Und hier links die beiden Tiere, das waren die Exemplare, die ich bei meinem Zuchtversuch hatte. Und rechts davon, das ist ein Odontolabis brookiana oder Brookiana. Und zwar ist das eine andere Art, die allerdings nah mit Odontolabis sommeri verwandt ist, genau wie Odontolabis eremicula und cypri. Unterschiede hier, zum einen diese Zeichnung bei Odontolabis brookiana auf dem Pronotum. Bei Telodontenmännchen kann man auch deutliche Unterschiede an den Mandibeln sehen. Da haben die Männchen nämlich hier noch einen vorstehenden Zahn und am einfachsten geht es über die Unterseite. Odontolabis brookiana ist gelb auf der Unterseite, gelb-orange, komplett, und Odontolabis sommeri, ich zeige es mal an dem hier, ist zum Großteil zumindest schwarz und hat nur hier auf dem Metasternum einen orange-gelblichen Fleck. Ja, und Odontolabis sommeri hat noch zwei Unterarten, abgesehen von der Nominatform. Und das wären Odontolabis sommeri pahangensis und Odontolabis sommeri lovei oder lowei. Die letztgenannte Unterart kommt nur auf Borneo vor, wird etwas größer als die Nominatform und unterscheidet sich darin, dass sie immer, auch ähnlich wie bei Odontolabis brookiana, hier einen gelben Saum auf dem Pronotum haben und auch auf der Unterseite gelblich sind, allerdings nicht auch am Pronotum. Hier sieht man bei brookiana auch, dass das Pronotum auf der Unterseite gelb ist. Das ist bei Odontolabis sommeri lowei oder lovei nicht der Fall. Und es fehlen bei lovei auch hier vorne noch diese kleinen Zähne vor dem medianen Zahn. Allerdings ja, nur bei Telodontenmännchen zu erkennen. Ja, Lovei oder Lowei wird auch oft als eigenständige Art genannt. In den jüngsten japanischen Publikationen allerdings wieder als Unterart von sommeri gelistet. Und dann gibt es noch Odontolabis sommeri pahangensis. Die unterscheiden sich von sommeri, nämlich dass sie deutlich heller gelb sind, ein richtiges Strohgelb, nicht dieses Orangegelb wie bei sommeri oder Lowei. Und Kopf und Pronotum, ja, auch rötlich-schwarz sind, aber nicht so wie hier jetzt. Ist jetzt schwierig zu erklären, wenn man die Tiere nicht im direkten Vergleich hat. Und leider besitze ich weder Lowei noch pahangensis, um jetzt hier die Unterschiede zu demonstrieren. Wenn man die Tiere nebeneinander hat, dann fallen einem die Unterschiede auf. Man kann die Unterarten unterscheiden. Das geht auch eigentlich ganz gut über die Herkunft. Stammen die Tiere von Sumatra, ist auf jeden Fall sommeri. Sind sie aus Malaysia, Pahang, dann sind es, wie der Name schon sagt, Odontolabis sommeri pahangensis, und sind sie aus Nordwest-Borneo, dann sind es Odontolabis sommeri lowei. Allerdings muss man hier aufpassen, da es auch sommeri auf Borneo gibt. Da muss man dann über die Unterseite schauen. Sommeri, wie gesagt, Abdomen größtenteils schwarz von unten.
und bei Sommer-Ilovii orange. Allerdings nicht das Pronotum auf der Unterseite orange. Das wäre dann Odontolapis brookiana. Okay, ja. Genug erklärt. Leider nicht so wirklich anschaulich, weil ich die Referenzarten, Unterarten nicht da habe. Versuche ich irgendwann noch zu kriegen, dann kann ich es dann eventuell nochmal veranschaulichen. So, wir fangen jetzt hier mit diesem Männchen an. Das vorher gezeigte Männchen hatte 56 mm. Dieses Exemplar hier ist mit 51 mm angegeben. Das könnte auch gut hinkommen. Messen wir mal nach. Ja. Ich bin noch nicht dran. So, jetzt. Ja, 51,9, also gut 52 mm. Die Art kann bis 65 mm groß werden, ist aber dann ziemlich selten. Die meisten bewegen sich so zwischen 45 und 55 mm. Also das hier ist ein standardmäßiges Tier von der Größe her. Allerdings gibt es auch große Exemplare, die vielleicht jetzt größer als das Männchen wären, die Amphiodont oder Mesodont sind. Also da gibt es eine extreme Variabilität in der Mandibelform, auch innerhalb der Größe. Also es gibt kleine Exemplare, die Telodont sind und große, die Amphiodont sind, zum Beispiel. Aber auch andersrum. Okay, das Exemplar hier wurde im Mai 2014 in der Provinz Bengkulu auf Sumatra gesammelt. Also definitiv Odontolapis sommeri. Die Art wurde 1862 von Perry beschrieben und ja, ist, wie ich finde, mit einer der schönsten Odontolapis-Arten. Und wenn ich da nochmal die Möglichkeit bekommen sollte, lebendige Exemplare zu erhalten, werde ich auf jeden Fall auch nochmal einen Zuchtversuch starten. Ja, gut. Dann war es das jetzt wirklich mit dem Gelaber und ich fange jetzt einfach mal an. Bis später. So sieht es jetzt aus. Hat doch deutlich länger gedauert, als ich erwartet hätte. Aber nun gut, wir wollen ja auch ein schönes Präparat haben. Dann nimmt man sich halt was mehr Zeit und gibt sich Mühe. Der trocknet jetzt ein paar Tage, dann wird er auch wieder ein bisschen heller werden. Die Maserung auf den Elytren kommt oft nochmal teilweise zurück. Und wenn die Käfer aufweicht, wenn sie sterben, geht die leider durch den Flüssigkeitsverlust verloren. Das ist immer sonst sehr schön bei Odontolapis, diese gemaserten Elytren. Naja, gut, wir sehen uns beim Abnadeln wieder.
Ja, der Käfer hatte jetzt eine Woche Zeit zu trocknen und das heißt, wir können abnadeln und dann stecke ich ihn zu seinen Artgenossen auf das eine Plättchen, damit ihr nochmal vergleichen könnt. Ja, das wäre dann das Ergebnis. Bin eigentlich recht zufrieden, ist schön symmetrisch geworden, mehr oder weniger. Und ja, auch echt ein schönes Exemplar. Dann kommt er mal zu seinen anderen Brüderchen hier. Und ja, das wäre dann jetzt meine Odontolabis Sommer-I-Sammlung. Das Männchen hier, was ich lebend hatte, ist etwas größer. Ja, und hat einen etwas rötlicheren Kopf. Dafür ist hier bei ihm das Pronotum eher orange. Ja, schönes Tier. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert. Bis zur nächsten Folge.